Der zweite Abschnitt unserer Reise führt uns von Wolfsburg über Braunschweig nach Hannover. Weiter westwärts erreichen wir das Wasserstraßenkreuz in Minden, wo der Mittellandkanal eindrucksvoll die Wiese überquert. Dieser Teil endet kurz vor dem sogenannten Nassen Dreieck, jene markanten Verzweigung, an der Mittellandkanal in den Dortmund-Ems-Kanal übergeht. Morgen. Morgen. Wir sind hier gegenüber vom VW-Werk in Wolfsburg. Da haben wir die Nacht verbracht. Ja, gestern sind wir ja über den Mittellandkanal weiter hierher gekommen und fand ich es eigentlich doch ganz schön, weil sehr, sehr viel Insta wächst und auch noch viel und ja, so viele andere Gräser sind. Also ich fand es eigentlich ganz schön. Da haben wir gestern an einer Anlegestelle mitten in der Pampa irgendwie angelegt, die Räder rausgeholt und eine Radtour gemacht durch eine wunderschöne Landschaft. Wäre da nicht der Wind gewesen, gegen den wir 6 Kilometer lang ankämpfen mussten. Richtung Kanal entlang, genau gegen den Wind. Das war wirklich grenzwertig, wenn man trainiert ist. Und ja, da sind wir eben auch gestern weiter bis Wolfsburg gefahren. Ja, und jetzt wollen wir mal nach Wolfsburg reingehen. Das ist der letzte Outlet-Shopping-Center. Und danach geht es weiter Richtung Braunschweig. Dort steht wieder eine Radtour auf dem Programm. Ach ja, dazwischen ist noch das Twittenberg. Ganz wichtig, was wir gestern verpasst haben. Einmal Pommes essen. Mal schauen. Ja, bin gespannt. Das Wetter ist einfach perfekt. Mal wieder viel Wind, aber sonst einfach könnte ich dann sagen, ja. Yes. Okay, wir sind gespannt, was jetzt kommt. Unsere nächste Tour führt uns ins Zentrum von Braunschweig, der Löwenstadt. Der Beiname geht auf den Löwen am Burgplatz zurück, eine Bronzestatue, die Heinrich der Löwe um 1166 errichten ließ. Besonders das historische Zentrum ist ein Muss. Das Rathaus, der Dom, die Burg Dankwarderode und zahlreiche Fachwerkhäuser zeugen von der traditionsreichen Geschichte des einzigen Machtzentrums des Welfenhauses.
And I've been waiting, waiting, waiting for your hunger. And I've been waiting, waiting, waiting for you. And I've been waiting, waiting, waiting for your sorrow to land on me. And I've been waiting, waiting, waiting for the future. And I've been waiting, waiting, waiting for us. And I've been wishing, wishing, wishing for your laughter to land on me. Lay your trust, your burden. Lay your hope on me. Yeah. Take this love that I got. If you want it. And I've been waiting, waiting, waiting for a reason. And when you came into my life, you were the one. And I'll be holding, holding, holding on forever, or as long as you want me to. Lay your trust, your burden. Lay your hope on me, yeah. Take this love that I got, yeah, if you want it. Life sent this love around, for me to be keeping safe. And I won't let you down. Just let me hold you. Trust your burden. Lay your hope on me. Take this love. And I've been wishing, wishing, wishing for your laughter to land on me. And as I lay your trust, your burden, lay your hope on me, yeah. Take this love that I got, baby, if you want it. So, jetzt ist schon Freitag, der 17. Mai. Wir sind jetzt in Hannover angekommen. Gestern Abend ziemlich spät, um 22 Uhr. Ja, der Tag gestern war ganz speziell. Wir mussten um 10 Uhr, glaube ich schon, also nach einer Stunde Fahrzeit, eine lange Pause einlegen, weil die Wasserstraße gesperrt war. Die war bis 14 Uhr gesperrt. Und ja, das war eigentlich ganz okay. Wir wussten ja, wie lange es ungefähr dauern wird, und wir lagen da in so einem breiteren Hafenbecken, und es war ganz interessant zu beobachten. Es kam ein Boot nach dem anderen. Am Anfang war es uns noch peinlich, weil wir das nicht wussten, weil wir die Nachrichten nicht gelesen hatten. Aber als wir dann mitgekriegt haben, dass nicht mal die Berufsschifffahrt das wusste und auch die anderen Sportboote keine Ahnung hatten, da waren wir dann schon etwas beruhigt. Und war ganz interessant. Da kamen Dänen mit dem Segelboot und ja, Hamburger und alles Mögliche. Also war ganz interessant, wer da so alles ankam, und zu beobachten, wie die Frachtschiffe angelegt haben und so. Ja, und dann ging es eben um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr weiter, aber die Zeit konnten wir ganz gut nutzen, um zu kochen, und der Rainer hat ein bisschen was an der Homepage gemacht und so. Und dann kam die Schleuse. Und da hatten wir noch Hoffnung, und so hieß es eigentlich auch, dass wir vielleicht gleich bei der ersten Schleusung durch können mit einem Frachter. Aber da hatten wir Pech, da kam dann noch ein kürzerer Frachter. Und natürlich hat die Berufsschifffahrt Vorrang, und dann durfte der zuerst einfahren. Und wir mussten mehrere Schleusen vorbei warten. Und
letztlich wurde es dann kurz nach 8, dass wir schleusen konnten. Das heißt, wir waren erst so um 9 Uhr draußen, sind dann aber trotzdem noch im Dämmerlicht bis Hannover gefahren. Die Radtour, die wir gestern machen wollten, hat dann nicht mehr stattgefunden. Die werden wir jetzt machen. Hannover soll auch sehr schön sein. Wir starten dann jetzt gleich. Die Fahrräder stehen schon bereit. Und wir erkunden Hannover, gehen ein bisschen einkaufen. Pfingsten steht ja vor der Tür. Ja, und dann schauen wir mal, wie es heute noch weitergeht. Mal gucken, was kommt. Auf unserer heutigen Radtour erkunden wir Hannover. Vorbei am neuen Rathaus, einem zentralen Wahrzeichen der Stadt, führt der Weg weiter entlang des Nordufers des Maschsees, dessen offene Uferlandschaft einen weiten Blick auf das Wasser bietet. Im historischen Stadtkern passieren wir das alte Rathaus, das gemeinsam mit der nahegelegenen Marktkirche als herausragendes Beispiel norddeutscher Backsteingotik gilt. Die Fachwerkhäuser der Altstadt entstanden in ihrer heutigen Form erst Ende der 50er Jahre aus rund 40 Gebäuden, die nach dem Krieg im Stadtgebiet verteilt erhalten geblieben waren.
Minden passieren wir das Wasserstraßenkreuz, wo der Mittellandkanal über die Weser geführt wird. Nach einem kurzen Abstecher durch die Altstadt folgen wir dem Flusslauf der Weser bis zur Porta Westfalica, dem Durchbruch zwischen Wiehengebirge und Wesergebirge. Oberhalb dieser westfälischen Pforte erhebt sich das 88 Meter hohe Kaiser-Wilhelm-Denkmal, eins von nur 8 Nationaldenkmälern Deutschlands. Das fühle ich mich gerade gar nicht wohl. Ich will da ganz schnell wieder runter.
Unsere nächste Fahrtour führt uns durch das Naturschutzgebiet Großes Torfmoor, das bedeutendste Hochmoor Westfalens. Es bietet Lebensraum für zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten und spielt eine wichtige Rolle für den Klimaschutz. Obwohl Moore nur etwa 3% der Erdoberfläche bedecken, speichern sie doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder zusammen bei einer 10-mal größeren Fläche. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see trust you when you say that beauty
heute ist schon Pfingsten, Wahnsinn, Pfingstsonntag. Wir sind jetzt schon über eine Woche unterwegs. Seit gestern Abend liegen wir hier in Bad Essen in einem total schönen kleinen Hafen. Den haben wir uns auch ganz bewusst ausgesucht, weil wir den schon über YouTube entdeckt haben, über die beiden von Minimax und dem Boot Recife, die wir schon länger verfolgen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt her. Und es hat sich auch gelohnt. Gestern haben wir 2 so schöne Radtouren gemacht, durch den Moor durch und einmal entlang von dem Fluss und dann durch die Stadt durch. Und heute haben wir gesagt, wir erkunden einfach jetzt Bad Essen mal zu Fuß. Und deswegen laufen wir jetzt hier ein bisschen durch. Hinter mir sieht man die Kirche, die Kirchenglocken. Und wir werden uns jetzt dann gleich noch auf die Suche nach einem Bäcker machen und uns ein leckeres Frühstück holen. Das Wetter ist besser als erwartet. Heute Morgen war es noch ziemlich trüb, aber jetzt kommt die Sonne raus. Es ist auch total warm. Und ja, nach dem Frühstück geht es weiter. Mal gucken, wo wir hinfahren. Wir haben eigentlich schon den Liegeplatz in Aussicht, in der Natur draußen. Wahrscheinlich bleiben wir auch dort, es sei denn, das Wetter wird so schlecht, dass wir da gar nicht draußen sitzen können oder so. Dann fahren wir vielleicht noch weiter. Aber jetzt genießen wir erstmal noch Bad Essen.